Im Winter des Jahres 1937 begann sich in Debrecen ein Gerücht zu verbreiten, das zunächst niemand ernst nahm. Es ging um ein abgelegenes Sanatorium tief in den Wäldern außerhalb der Stadt. Einen Ort, an den Menschen geschickt wurden, wenn die Ärzte kaum noch Hoffnung hatten. Die meisten Patienten litten an Tuberkulose, einer Krankheit, die damals zu den gefürchtetsten Europas gehörte. Dass Menschen in einem solchen Sanatorium starben, war nichts Ungewöhnliches. Dass Angehörige schlechte Nachrichten erhielten, ebenfalls nicht. Doch irgendwann bemerkten einige Familien etwas Merkwürdiges. Mehrere Patienten, deren Gesundheitszustand sich angeblich verbessert hatte, verschwanden plötzlich aus allen Unterlagen. Kurze Zeit später erhielten ihre Angehörigen nahezu identische Schreiben. Man teilte ihnen mit, dass der Patient unerwartet verstorben sei. Die Beerdigung habe bereits stattgefunden. Eine Besichtigung des Leichnams sei aus hygienischen Gründen nicht möglich gewesen und damit war der Fall offiziell abgeschlossen. Doch manche Familien glaubten diese Erklärung nicht. Denn einige der angeblich Verstorbenen hatten noch wenige Tage zuvor Briefe nach Hause geschickt. Briefe voller Hoffnung. Briefe, in denen sie von Fortschritten sprachen, von einer baldigen Entlassung und von seltsamen Vorgängen innerhalb des Sanatoriums. Zunächst hielt man dies für Zufälle, für Missverständnisse, für die Folgen einer Zeit, in der Krankheiten täglich Menschenleben forderten. Doch als immer mehr ähnliche Geschichten auftauchten, begann sich eine Frage zu stellen, die bis heute nicht vollständig beantwortet wurde. Was geschah wirklich in der sogenannten Todesklinik von Debrecen? War das Sanatorium lediglich ein Ort, an dem schwerkranke Menschen starben? Oder verbarg sich hinter den Mauern des abgelegenen Gebäudes etwas, das niemals an die Öffentlichkeit gelangen sollte? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in eine Zeit zurückkehren, in der Tuberkulose als Todesurteil galt und manche Ärzte bereit waren, fast jede Grenze zu überschreiten, um eine Heilung zu finden. Um zu verstehen, warum die Gerüchte über die Todesklinik von Debrecen überhaupt entstehen konnten, muss man zunächst die Zeit verstehen, in der sich diese Geschichte abspielte. In den 1930er Jahren gehörte Tuberkulose zu den gefürchtetsten Krankheiten Europas. Millionen Menschen waren betroffen, und obwohl die Medizin Fortschritte machte, existierte noch keine zuverlässige Heilung. Für viele Familien bedeutete eine Diagnose damals weit mehr als eine Krankheit. Sie bedeutete Unsicherheit, Isolation und oftmals die Angst vor einem langsamen Tod. In Ungarn war die Situation nicht anders. Die Ärzte suchten verzweifelt nach Möglichkeiten, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Gleichzeitig glaubte man, dass frische Luft, Ruhe und eine natürliche Umgebung den Patienten helfen könnten. Deshalb entstanden vielerorts abgelegene Sanatorien, oft weit entfernt von Städten und größeren Siedlungen. Eines dieser Sanatorien befand sich in den Wäldern nahe Debrecen. Wer heute die Region besucht, findet weite Waldgebiete, abgelegene Wege und Gegenden, in denen man selbst tagsüber kaum anderen Menschen begegnet. In den 1930er Jahren war diese Isolation noch deutlich stärker. Die Straßen waren schlecht ausgebaut, Telefonverbindungen selten und viele Patienten verloren während ihres Aufenthalts fast jeden Kontakt zur Außenwelt. Genau deshalb galt das Sanatorium gleichzeitig als Hoffnung und als Gefängnis. Für manche war es die letzte Chance auf Genesung, für andere der letzte Ort, den sie jemals sehen würden. Die Klinik bestand aus mehreren Gebäuden, die zwischen hohen Bäumen errichtet worden waren. Lange Korridore verbanden die Stationen miteinander. Große Fenster sollten möglichst viel Sonnenlicht in die Krankenzimmer lassen. Auf Fotografien aus jener Zeit wirkt die Anlage beinahe friedlich. Doch der Alltag sah anders aus. Jeden Morgen wurden neue Patienten aufgenommen. Viele von ihnen waren jung. Manche hatten Familien. Andere waren Arbeiter oder Studenten, deren Leben durch die Krankheit plötzlich zum Stillstand gekommen war. Einige kamen mit Hoffnung. Andere wussten bereits, dass ihre Chancen gering waren. Trotzdem galt die Klinik offiziell als angesehene Einrichtung. Die Öffentlichkeit hatte keinen Grund, an ihrer Arbeit zu zweifeln. Die hohe Zahl der Todesfälle erschien tragisch, aber nachvollziehbar.
Tuberkulose forderte überall Opfer. Niemand stellte Fragen, zumindest anfangs nicht. Erst nach einigen Jahren begannen einzelne Berichte aufzutauchen, die nicht in das offizielle Bild passten. Zunächst handelte es sich nur um kleine Unstimmigkeiten. Eine Familie erhielt die Nachricht vom Tod eines Angehörigen, obwohl wenige Tage zuvor noch ein Brief angekommen war, in dem dieser von einer bevorstehenden Entlassung gesprochen hatte. Ein anderer Patient verschwand plötzlich aus den Unterlagen. Wieder andere Familien berichteten, dass sie niemals eine Sterbeurkunde erhalten hatten. Für sich allein betrachtet waren solche Vorfälle nicht ungewöhnlich genug, um Verdacht zu erregen. In einer Zeit ohne moderne Kommunikation konnten Fehler passieren. Doch je mehr Geschichten sich sammelten, desto schwerer fiel es, sie als bloße Zufälle abzutun. Besonders häufig tauchte dabei derselbe Bereich der Klinik auf. Ein älterer Gebäudeflügel auf der Rückseite des Geländes. Ein Gebäudeteil, der offiziell als Lager- und Behandlungsbereich genutzt wurde. Patienten berichteten jedoch von verschlossenen Türen, von nächtlichen Aktivitäten und von medizinischem Personal, das dort nach Einbruch der Dunkelheit ein- und ausging. Niemand wusste genau, was sich hinter diesen Mauern befand. Doch die Gerüchte begannen sich auszubreiten. Zunächst unter den Patienten, dann unter den Angestellten und schließlich auch in Debrecen selbst. Noch ahnte niemand, dass diese Geschichten bald die Aufmerksamkeit eines jungen Arztes auf sich ziehen würden. Eines Mannes, der schließlich beschloss, herauszufinden, was im verbotenen Flügel des Sanatoriums tatsächlich geschah. Die ersten flüsternden Gerüchte über den verbotenen Gebäudeflügel verhallten zunächst im dämmerigen Halbdunkel der Klinik. Das war, so schien es, nicht ungewöhnlich. In diesen alten Gemäuern, wo die Schatten länger fielen und die Luft schwer von Krankheit war, keimten Geschichten. Patienten, gefangen in einer Umgebung von Angst, Unsicherheit und dem schleichenden Verfall, verbrachten Wochen oder Monate. Kleine, verschwommene Beobachtungen wurden geflüstert, Gerüchte krochen wie Nebelschwaden von Zimmer zu Zimmer, und aus einzelnen unheimlichen Vorfällen wuchsen Legenden, die sich in den Ritzen der Zeit festsetzten. Genau deshalb verlor sich zunächst jede dieser Erzählungen im nebligen Grau des Alltags. Doch im Sanatorium von Debrecen schwelte ein tieferes Problem. Die Geschichten lösten sich nicht auf, wie schemenhafte Erscheinungen in der Dunkelheit. Im Gegenteil. Mit jedem trüben Monat tauchten neue, beunruhigende Berichte aus den Schatten auf. Besonders häufig erzählten die Patienten mit leiser, belegter Stimme von Menschen, die wie von einem unsichtbaren Nebel verschluckt, plötzlich nicht mehr da waren. Nicht von den offiziell Verstorbenen, sondern von Gestalten, die am Abend noch im dämmerigen Licht schemenhaft zu erkennen waren und am nächsten Morgen spurlos im Nichts verschwanden. Offiziell hüllte sich die Klinik in den Mantel medizinischer Notfälle. Patienten seien in andere, undurchsichtige Bereiche verlegt worden oder während der undurchdringlichen Nacht unerwartet verstorben. Eine Erklärung, die im schwachen Licht einer Tuberkuloseklinik zunächst eine gruselige Plausibilität besaß. Doch einige Mitpatienten, deren Blicke sich in den Schatten verfingen, hegten einen finsteren Zweifel. Mehrere unheimliche Aussagen, die sich später in den lokalen Legenden wie dunkle Flecken niederschlugen, beschrieben beunruhigend ähnliche Situationen. Patienten flüsterten von Kranken, deren Zustand sich angeblich verbessert hatte, schemenhafte Gestalten, die bereits wieder längere Spaziergänge im nebelverhangenen Gelände unternehmen und sogar von einer baldigen Entlassung sprechen konnten. Dann verschwanden sie. Wie Schatten in der Dämmerung, ohne Abschied, ohne eine Spur von Erklärung. Und wenige Tage später erreichte die Angehörigen im trüben Licht der Nachricht, dass der Verschwundene angeblich an plötzlichen, unklaren Komplikationen gestorben sei. Besonders auffällig war dabei das gespenstische Detail, dass die Familien fast identische, formelhafte Schreiben erhielten. Die Formulierungen ähnelten sich auf unheimliche Weise. Die Todesursachen blieben oft im Dunkeln, ungenau und vage wie ein schlechter Traum. Und nahezu immer wurde mit kaltem Nachdruck erklärt, dass eine Besichtigung des Verstorbenen aus ominösen gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei. Für die meisten Angehörigen war dies das undurchdringliche Ende einer düsteren Geschichte. Sie hatten weder die Möglichkeit noch die Mittel, die nebelhaften Angaben der Klinik zu hinterfragen.
Doch nicht alle ließen sich von dieser finsteren Erklärung zufrieden geben. In den schattigen Gassen von Debrecen begannen einige Familien zögerlich miteinander zu sprechen. Zunächst rein zufällig. Bei dämmrigen Beerdigungen, in stillen Kirchen, auf den belebten, doch bald von Gerüchten beschatteten Märkten. Dabei stellten sie fest, dass sich viele ihrer erschütternden Erfahrungen wie gespenstische Echos glichen. Immer wieder erhoben sich aus dem Dunkel dieselben quälenden Fragen. Warum durfte niemand die Toten sehen, die so plötzlich verschwunden waren? Warum wurden manche Patienten so eilig und lautlos beerdigt? Und warum schienen ausgerechnet jene im Nebel zu verschwinden, die sich kurz zuvor auf dem Weg der Besserung befunden, fast schon das Licht am Ende des Tunnels erblickt hatten? Gleichzeitig krochen innerhalb der düsteren Mauern des Sanatoriums weitere, schaurige Gerüchte. Pfleger berichteten hinter vorgehaltener Hand von geheimnisvollen nächtlichen Transporten, die sich wie Schatten bewegten. Patienten flüsterten von unheimlichen Geräuschen, die aus dem abgesperrten, von Schatten umschlungenen Gebäudeflügel drangen. Manche sprachen von einem fahlen, metallischen Klirren, das durch die Gänge hallte. Andere von leisen, erstickten Schreien, die im Dunkel verhallten. Wieder andere behaupteten, sie hätten nachts Rollwagen wie gespenstische Karren durch die dämmrigen Korridore fahren hören, obwohl offiziell keine Behandlungen stattfanden. Niemand konnte diese verstörenden Geschichten im schwachen Licht der Realität beweisen. Doch sie verbreiteten sich schnell wie ein schleichender, kalter Nebel. Je abgeschiedener ein Ort ist, desto dichter und erdrückender wirken seine Geheimnisse, desto tiefer graben sich die Schatten ein. Und das Sanatorium, dieses in Nebel gehüllte Gebäude, war einer der isoliertesten und unheimlichsten Orte der gesamten Region. Besonders häufig fiel in diesen finsteren Erzählungen wie ein kalter Stein ins Wasser der Name eines Mannes. Der stellvertretende Leiter der Klinik galt als hochbegabter, doch enigmatischer Chirurg. Seine Kollegen beschrieben ihn als intelligent, ehrgeizig und vollkommen von seiner Arbeit besessen. Ein Besessener im Schatten seiner Berufung. Er sprach oft davon, dass die Medizin nur dann Fortschritte machen könne, wenn Ärzte bereit seien, sich in dunkle, unbekannte Wege zu wagen. Viele bewunderten ihn, doch ihre Bewunderung war von einem unbestimmten Grauen durchzogen. Andere fürchteten ihn, und ihre Furcht war greifbar wie die kalte Luft in den Gängen. Denn je länger die Schatten der Gerüchte sich zogen, desto häufiger tauchte sein Name in Verbindung mit dem geheimnisvollen, verschlossenen Gebäudeflügel auf, wie ein dunkler Fleck, der sich ausbreitete. Doch niemand wagte es, die offenen Fragen zu formulieren, die wie Geister in der dämmrigen Luft schwebten. Zumindest nicht, bis ein junger Arzt seinen Dienst in diesem Sanatorium antrat. Ein Ort, der bald seine Seele umhüllen sollte. Ein Mann, der zunächst an dieselben, scheinbar reinen Ideale glaubte wie seine Kollegen. Und der schon bald Dinge sehen sollte, die sich wie dunkle Schatten in sein Gedächtnis gruben und ihn dazu brachten, alles zu hinterfragen, was sich in den tiefsten, undurchsichtigsten Winkeln dieser Klinik abspielte. Als der junge Arzt im Frühjahr 1938 seinen Dienst in diesem alten Sanatorium antrat, ahnte er nicht, dass sein Name, gehüllt in Schatten und Legenden, einst durch die dunklen Korridore Debrecens flüstern würde. Für ihn war die Klinik anfangs nichts weiter als ein Ort der Heilung, ein schwaches Licht in der Dunkelheit der Krankheit. Ein Ort, an dem man Leben zu retten versprach und vielleicht eine Karriere schmieden konnte. Doch der Schein trug. Er war ehrgeizig, sein Geist scharf wie ein Skalpell, überzeugt, dass die moderne Medizin die undurchdringlichsten Schleier lüften könnte. Die Tuberkulose, eine geisterhafte Plage jener Zeit, forderte mutige Experimente. Ärzte in ganz Europa tasteten sich im Nebel des Ungewissen voran, suchten nach einem Weg, dieses unsichtbare Grauen zu besiegen. Daher registrierte er die unheimliche Aura des stellvertretenden Klinikleiters anfangs nicht. Der Mann war eine imposante Gestalt, doch ein kalter Schatten schien ihn stets zu begleiten. Er hielt glänzende Vorträge, seine Artikel erschienen in renommierten Journalen, und doch lag etwas Undefinierbares in der Art, wie er sprach, wie er die Blicke der anderen einfing. Viele bewunderten ihn.
andere zogen sich in die eigenen Schatten zurück, wenn er nahte. Doch niemand wagte es, die Schleier der Höflichkeit zu lüften. Erst Wochen später, als die anfängliche Begeisterung einem schleichenden Unbehagen wich, bemerkte der junge Arzt die ersten Risse in der Fassade. Es begann mit den Akten. Namen, die noch im Licht der Hoffnung gestanden hatten, lösten sich plötzlich in Luft auf, verschwanden im undurchdringlichen Dunkel der Archive. Patienten, die er selbst behandelt hatte, existierten nicht mehr, als wären sie von einem dichten Nebel verschluckt worden. Auf seine Fragen folgten stets die gleichen, unheimlich leeren Antworten. Komplikationen, unerwarteter Tod, bereits begraben, lange bevor die Schatten fielen. Anfangs schluckte er diese hohlen Phrasen, doch ein Schatten der Erkenntnis legte sich über seinen Verstand. Die schiere Zahl der Verschwundenen war erschreckend. Viele hatten Fortschritte gemacht, waren stabil gewesen, standen kurz davor, ins schwache Licht der Freiheit entlassen zu werden. Und doch wurden sie, ohne Spuren aus der Realität radiert, ihre Existenz ausgelöscht, als hätte sie nie aus dem Dunkel getreten. Je tiefer er in die verschwommenen Aufzeichnungen eindrang, desto klarer zeichneten sich die Abgründe ab. Sterbedaten tanzten im Widerspruch zu den Behandlungsprotokollen. Ganze Berichte waren ins Nichts entschwunden. Einträge waren nachträglich im Schatten manipuliert worden. Und ein kalter Fingerzeig führte ihn immer wieder zu demselben ominösen Gebäudeteil, dem verriegelten Flügel im hintersten Winkel des Geländes. Offiziell eine Forschungsabteilung, doch ein Schleier des Geheimnisses hüllte ihn ein. Nur ausgewählten Schatten durfte der Zutritt gewährt werden. Selbst viele der erfahrensten Ärzte blieben im Dunkeln, durften die Schwelle nicht überschreiten. Genau diese undurchdringliche Geheimniskrämerei weckte in ihm einen eisigen Verdacht. In einer Institution, die dem Leben gewidmet sein sollte, war solch ein undurchdringlicher Vorhang des Schweigens, besonders wenn es um Menschenleben ging, nichts als eine grässliche Anomalie. Eines düsteren Abends, als die letzten Sonnenstrahlen hinter den Dächern versanken und tiefe Schatten über das Sanatorium krochen, beschloss er, den verfluchten Flügel genauer zu beobachten. Kurz vor Mitternacht, im schützenden Dunkel, versteckte er sich in einem der kühlen Verbindungsgänge, die wie Adern zwischen den alten Mauern verliefen. Was er in der schattenhaften Dämmerung sah, brannte sich tief in seine Seele ein. Mehrere Gestalten in Pflegeruniformen schoben eine Trage durch den gedämpften Korridor. Darauf ein Patient, dessen Augen sich noch zuckten, dessen Lippen sich zu einem stummen Flehen formten. Er lebte. Das war im dämmerigen Licht unzweifelhaft. Doch anstatt ihn in ein gewöhnliches Krankenzimmer zu bringen, verschwand die Gruppe, wie von einem dunklen Strudel gezogen, hinter der massiven Metalltür des verbotenen Flügels. Wenige Augenblicke später hallte das klickende Geräusch eines Schlosses durch die Stille, die daraufhin nur noch tiefer wurde, erstickend. Der junge Arzt harrte aus, gefangen im Nebel seiner eigenen Angst. 1 Stunde verstrich, 2. Dann durchbrach ein leises Geräusch die eisige Stille. Zuerst dachte er, die Dunkelheit spiele ihm einen Streich. Ein metallisches Klicken. Wie Instrumente, die auf kalten Stahl fallen. Danach murmelnde Stimmen, gedämpft und unkenntlich. Dann wieder die erdrückende Stille. Und schließlich, aus den Tiefen des verriegelten Flügels, drang etwas zu ihm, das sich für immer in seinen Albträumen festsetzen sollte. Ein Schrei. Kurz. Stumpf. Doch unmissverständlich menschlich. Ein Klang, der die feuchte Luft zum Vibrieren brachte. Am nächsten Morgen, als ein fahles Licht die Schatten kaum vertreiben konnte, suchte er die Akte des Patienten. Sie war nicht unvollständig, nicht fehlerhaft. Sie war einfach verschwunden, als hätte der Nebel der Vergessenheit sie nie existieren lassen. Von diesem entsetzlichen Moment an, als der Schatten der Wahrheit sich über ihn legte, begann er im Geheimen seine eigenen finsteren Aufzeichnungen anzulegen. Verborgen vor den Blicken seiner Vorgesetzten sammelte er Namen, Daten, Zimmernummern. Und immer wieder die Namen jener Patienten, die plötzlich, wie von Geisterhand, aus den offiziellen Registern entschwunden waren. Was zunächst wie einzelne dunkle Flecken auf der Oberfläche der Normalität erschien,
verdichtete sich nun zu einem grauenhaften Muster. Je mehr dieser verstörenden Hinweise er ans Licht zerrte, desto fester verankerte sich ein eisiger Verdacht in seiner Seele. Vielleicht war es nicht die Krankheit, die die Patienten verschluckte. Vielleicht geschah im verbotenen Flügel etwas viel Entsetzlicheres. Etwas, das für immer in den kalten, feuchten Mauern des Sanatoriums gefangen bleiben sollte, verborgen im tiefsten Schatten. In den schattenhaften Wochen nach jener Nacht begann der junge Arzt, wie von einer unsichtbaren Macht getrieben, systematisch Beweise zu sammeln. Zunächst klammerte er sich an die Hoffnung, dass sich der Schleier lüften und eine einfache Erklärung offenbaren würde. Vielleicht handelte es sich um Verwaltungsfehler, die im Nebel der Routine verborgen lagen. Vielleicht waren die Akten falsch abgelegt worden, vom Dunkel verschluckt. Vielleicht hatte er die Situation missverstanden, ein Opfer trügerischer Schemen. Doch je tiefer er in die undurchdringliche Nebelwand der Klinik vordrang, desto unwahrscheinlicher wurde diese trügerische Möglichkeit. Die Namen der Patienten, die in das Dunkel verschwunden waren, häuften sich an. Nicht Dutzende, doch genug, um ein unheilvolles Muster in den Schemen zu erkennen. Ein beunruhigender Schatten legte sich über seine Erkenntnisse. Viele der Opfer teilten ähnliche Merkmale. Es waren oft Patienten mit stabilen Gesundheitszuständen, Menschen, die eine greifbare Chance auf ein Leben außerhalb dieser Mauern besaßen. Menschen, deren Tod wie ein kalter Windstoß aus dem Nichts kam. Viel zu plötzlich, viel zu unerklärlich. In der Stille seiner Kammer begann der junge Arzt jede Anomalie, jeden Flüsterhauch des Unrechts in einem privaten Notizbuch festzuhalten. Er skizzierte Namen, Aufnahmedaten, Krankheitsverläufe und die Sterbeurkunden, die wie dunkle Omen wirkten. Bald entpuppte sich eine unheimliche Gleichförmigkeit. Manche Todesmeldungen waren praktisch identisch formuliert. Die Begründungen waren wie Schattenrisse voneinander, kaum zu unterscheiden. Immer wieder hallten dieselben Begriffe durch die Akten wie ein dunkles Echo. Plötzliche Komplikationen, unerwartete Verschlechterung, akutes Organversagen. Auf den ersten oberflächlichen Blick schienen die Formulierungen professionell, doch für ein geschultes Auge waren sie von einer verstörenden, nebelhaften Ungenauigkeit. Am unheimlichsten aber war, dass die eigentlichen medizinischen Berichte oft spurlos verschwunden waren. Dort, wo detailreiche Informationen das Licht der Wahrheit spenden sollten, gähnten nun undurchdringliche Lücken. Ganze Seiten waren manchmal wie von Geisterhand entrissen. Oder Einträge schienen nachträglich von einer verborgenen Hand überschrieben, ihre ursprüngliche Bedeutung in den Schatten gedrängt worden zu sein. Je mehr Material sich in seinem Notizbuch ansammelte, desto tiefer sank ein eiskalter Verdacht in sein Herz. Ein dunkler Schleier lag über allem. Und dieses Etwas schien untrennbar mit dem abgesperrten, von Schatten bewachten Gebäudeflügel verbunden zu sein. Eines Abends, als die Dämmerung die Welt in bleierne Schwere tauchte, fasste er einen Entschluss, der wie ein eisiger Hauch an ihm zehrte. Er würde diesen verbotenen Bereich betreten. Nicht im schützenden Licht der Autorität, nicht mit offizieller Genehmigung, sondern im tiefsten Schatten, heimlich, wie ein nächtlicher Schemen. Die Gelegenheit bot sich in einer Nacht, die von einem eisigen Sturm zerrissen wurde. Viele Mitarbeiter waren in den Schatten der Klinik gebunden, abgelenkt vom Chaos. Der Regen peitschte wie 1000 Geißelhiebe gegen die Fenster. Auf den Korridoren herrschte eine gespenstische Stille, nur unterbrochen vom Heulen des Windes. Kurz nach Mitternacht, als der Mond sich hinter dichten Wolken verbarg und die Welt in undurchdringliche Finsternis hüllte, glitt er durch einen Nebeneingang in den verbotenen, wie ein Grab bewachten Trakt. Was sich seinen Augen in diesen düsteren Hallen tatsächlich offenbarte, ist bis heute in den Nebeln der Ungewissheit gehüllt. Die meisten Informationen sickerten erst viel später durch, als Flüsterstimmen aus dem Dunkel oder stammen aus den ominösen Notizen, die er angeblich hinterließ. Mehrere Versionen dieser unheimlichen Geschichte existieren,
doch sie alle zeichnen das Bild einer identischen, beklemmenden Atmosphäre. Endlose, von Schatten umschlungene Korridore. Verschlossene Räume, die ihre Geheimnisse hinter eisernen Türen bewahrten. Medizinische Geräte, die wie bizarre Folterinstrumente in der Dämmerigkeit glänzten. Und Operationssäle, deren makabrer Gebrauch weit über das hinausging, was die offizielle Auslastung der Klinik je hätte rechtfertigen können. Besonders verstörend, so heißt es, waren einige Patientenakten, die wie verbotene Schriften in diesem Verlies lagerten. Sie enthüllten Berichte über Eingriffe, die in den offiziellen Registern niemals das Licht erblicken durften. Experimentelle Operationen, unmenschliche Behandlungen, grauenvolle Versuche, die weder dokumentiert noch von irgendeiner Ethik genehmigt worden waren. Ob diese Berichte tatsächlich existierten oder nur Schatten der Fantasie waren, lässt sich heute nicht mehr aus dem undurchdringlichen Nebel der Vergangenheit herauslösen. Doch die Legende flüstert, der junge Arzt habe genug von der düsteren Wahrheit gesehen, um zu erkennen, dass die Gerüchte einen abgrundtief wahren Kern besaßen. Von diesem schicksalhaften Augenblick an änderte sich sein Wesen grundlegend. Kollegen bemerkten, wie ein schleichendes Gift ihn ergriff. Er wurde nervös, seine Bewegungen hastig, seine Blicke wachsam wie die eines gejagten Tieres. Vorsichtiger, misstrauischer, ein Schämen seiner selbst. Seine Worte wurden rar, wie Atem in eisiger Luft. Mit anderen Ärzten sprach er kaum noch, seine eigenen Gedanken in ein undurchdringliches Dunkel hüllend. Und er begann, Kopien seiner belastenden Notizen an geheimen Orten außerhalb der Klinik zu verbergen, wie ein Grabräuber seine Beute. Offenbar hatte die Furcht ein eisiges Netz um sein Herz gesponnen. Nicht die Angst vor den Patienten oder der allgegenwärtigen Krankheit, sondern die lähmende Angst vor den unsichtbaren Mächten, die die Klinik wie Marionettenmeister aus dem Schatten herauslenkten. Denn inzwischen war ihm mit erschreckender Klarheit bewusst geworden, dass die finsteren Vorgänge im verbotenen Flügel nicht das Werk eines einzelnen verrückten Geistes sein konnten. Ein ganzes Netz aus Komplizen musste in diese Gräueltaten verstrickt sein. Zu viele Schattengestalten mussten davon gewusst haben. Zu viele Unterlagen waren wie absichtlich in die irreführende Labyrinthe verwandelt worden. Zu viele kalte Fragen hallten in seinem Kopf, die keine Antwort fanden. Schließlich traf er eine einsame, verzweifelte Entscheidung. Eine Entscheidung, die den dünnen Schleier lüften und alles in ein neues, schreckliches Licht tauchen sollte. Er würde diese Hölle auf Erden verlassen. Doch bevor er in die Freiheit entkam, wollte er sicherstellen, dass die grauenvolle Wahrheit nicht mit ihm im Dunkel versank. Deshalb begann er, die wichtigsten Dokumente, die flüsternden Beweise der Klinikverbrechen, heimlich aus dem Sanatorium zu schmuggeln, verborgen im tiefsten Schatten. Und genau damit setzte er eine Lawine von Ereignissen in Gang, die nur wenige Monate später zur plötzlichen, unheilvollen Schließung der gesamten Einrichtung führen sollten, deren wahre Schrecken bis heute in der Luft liegen. Als der junge Arzt begann, im Zwielicht der Nacht Dokumente aus dem Sanatorium zu schmuggeln, lag ein kühler Schatten auf seiner Seele. Er ahnte nicht, wie dünn der Schleier der Zeit um ihn herum bereits wurde. Die Legende flüstert, dass er wochenlang im Verborgenen agierte, wie ein Schatten, der durch die stillen Korridore glitt. Er sammelte Kopien von Patientenlisten, internen Berichten und Notizen, deren Tinte im gedämpften Licht fast schwarz wirkte. Bloße Anschuldigungen würden im Nebel der Täuschung verpuffen. Er brauchte Beweise, um das Grauen, das sich hier eingenistet hatte, ans Licht zu zerren. Doch genau darin lauerte die Gefahr. Mit jeder enthüllten Wahrheit verdichtete sich der Schatten um ihn. Seine Situation wurde immer prekärer. Spätere, beunruhigende Erzählungen sprechen davon, dass das Klinikpersonal bereits eine Ahnung hatte. Manch einer bemerkte im schummrigen Licht das Fehlen gewisser Akten. Andere wiederum sahen den jungen Arzt ungewöhnlich oft in den späten, dunklen Stunden in den Verwaltungsräumen. Ein einsamer Schatten in der Stille. Ob diese Schatten der Erinnerung der Wahrheit entsprechen, verliert sich heute im Dunkel der Zeit. Sicher ist nur, dass sich gegen Ende der 1930er Jahre die Ereignisse in einem unheilvollen Wirbelsturm überschlugen. Nach der düstersten Version der Geschichte gelang es dem Arzt, einen Teil seiner entlarvenden Unterlagen an die Behörden zu schleusen.
Diese Dokumente, geisterhaft im Inhalt, sollen das verstörende Netz geheimer Behandlungen, manipulierte Patientenakten und nicht genehmigte medizinische Eingriffe enthüllt haben. Was genau in diesen flüchtigen Zeugnissen der Grausamkeit stand, hüllt sich heute in undurchdringlichen Nebel, denn genau hier beginnt das eigentliche kalte Grauen. Die Legende berichtet von Ermittlern, die kurz darauf wie unheilvolle Omen unangekündigt am Sanatorium auftauchten. Doch als ihre Schritte die finsteren Gemäuer erreichten, offenbarten sich ihnen Szenen, die alle Erwartungen an das Abgründige übertrafen. Mehrere Schlüsselpersonen waren wie von Geisterhand verschwunden. Einige Räume standen leer, wie ausgehöhlt von einer dunklen Präsenz. Dokumente fehlten, als wären sie von Schatten verschluckt worden. Und unzählige Unterlagen lagen als verkohlte Überreste oder zerrissene Fetzen, absichtlich dem Vergessen anheimgegeben. Ein kalter Hauch des Wissens schien durch die Gänge zu wehen, als hätte jemand die drohende Untersuchung vorausgeahnt. Die Verantwortlichen, ihre Gesichter in ein zwielichtiges Licht getaucht, stritten sämtliche Vorwürfe ab. Sie spannen ein Gewebe aus Ausflüchten, sprachen von Missverständnissen, Fehlern und der allgegenwärtigen Hysterie der Tuberkulose. Die erschreckende Zahl der Todesfälle sei tragisch, ja, aber im Schatten der Krankheit nur allzu normal gewesen. Tatsächlich verlor sich vieles im Dunkel, ließ sich kaum beweisen. Die Medizin jener Ära bewegte sich in einem undurchsichtigen Labyrinth von Praktiken, die aus heutiger Sicht unvorstellbar grausam erscheinen. Viele Behandlungen galten als waghalsige Experimente. Was uns heute mit Schaudern erfüllt, wurde damals, im trüben Licht der Wissenschaft, teilweise als Fortschritt gefeiert. Genau deshalb verschwimmt an diesem unheilvollen Punkt die Grenze zwischen dem, was bewiesen ist, und dem, was sich in den Schatten der Legende verbirgt. Einige Historiker murmeln, dass reale Vorfälle im Laufe der Jahrzehnte zu immer düstereren Geschichten angewachsen sind. Andere spüren eine kalte Gewissheit, dass tatsächlich illegale Experimente hinter verschlossenen Türen stattfanden und später im tiefsten Schatten vergraben wurden. Doch der Schleier des Unwissens verdeckt beides, lässt nichts beweisen. Fest steht jedoch, dass die Klinik nur wenige Jahre später von einem dunklen Bann getroffen wurde und für immer schloss. Die Gebäude wurden verlassen, überlassen den geisterhaften Echos der Vergangenheit. Patienten wurden in die Ungewissheit entlassen. Das Personal verschwand, wie vom Erdboden verschluckt. Und die Natur, unerbittlich und still, begann langsam, das Gelände in einen modrigen Schatten ihrer selbst zu verwandeln. Mit jedem vergehenden Jahr fraß sich der Verfall tiefer in die Substanz der Gemäuer. Fensteraugen starrten blindlings ins Nichts, zerbrochen und leer. Dächer kollabierten, als hätten sie die Last der Schrecken nicht länger tragen können. Bäume und Sträucher wucherten wie groteske Ranken, verschlingend die alten Wege. Schon bald war von dem Ort, der einst ein trügerisches Leuchten der Hoffnung für schwerkranke Seelen versprach, kaum mehr als eine dunkle, vergessene Ruine übrig. Doch die Geschichten, getragen vom Wind und dem Hauch des Verfalls, verschwanden nicht. Im Gegenteil. Sie wurden mit jedem Jahrzehnt dunkler, eindringlicher. Besonders nachdem das Gelände gänzlich vom Leben verlassen war, zog es immer mehr Menschen wie Motten ins Licht zu der alten, verfluchten Klinik. Fotografen, die die melancholische Schönheit des Zerfalls suchten. Abenteurer, die im Schatten der Angst ihren Kick fanden. Historiker, die den Schleier der Vergangenheit lüften wollten. Und später Urbex-Gruppen, die sich in die morbide Aura verlassener Orte hüllten. Viele von ihnen kehrten mit verstörenden Geschichten zurück, von seltsamen, unerklärlichen Erfahrungen. Von Räumen, in denen plötzlich ein beißender Geruch von Desinfektionsmitteln, wie ein geisterhafter Hauch aus alter Zeit, durch die modrige Luft zog. Von Geräuschen, die an das eisige Rollen von Metallwagen über die kalten Fliesen alter Krankenhausflure erinnerten, obwohl niemand da war. Von schemenhaften Schatten, die sich hinter den zerbrochenen Fensteraugen der Ruine zu regen schienen. Natürlich versuchen Rationalisten, viele dieser Beobachtungen zu erklären, sie in das Zwielicht der Vernunft zu rücken. Verfallene Gebäude ächzen und stöhnen unter ihrer Last. Der Wind spielt mit losen Türen, lässt sie knarren wie alte Knochen. Und die menschliche Fantasie webt im Dunkeln ihre eigenen schauerlichen Geschichten. Doch eine kalte Wahrheit bleibt.
unheilvoll und unbestreitbar. Bis heute gibt es Menschen in Debrecen, deren Augen die Schatten der Geschichte gesehen haben und die überzeugt sind, dass die wahre, düstere Natur des Sanatoriums niemals vollständig ans Licht gezerrt wurde. Vielleicht war die Klinik nur ein Ort unermesslichen Leidens, an dem schwerkranke Menschen im Dunkel verschwanden. Vielleicht sind die Geschichten im Laufe der Jahre im Nebel des Vergessens zu etwas noch Grässlicherem angewachsen. Oder vielleicht verschwanden tatsächlich Seelen hinter den undurchdringlichen Mauern des verbotenen Flügels, deren Schicksal für immer im Dunkel der Klinik begraben liegt, ohne eine Spur, ohne eine Erklärung. Und genau deshalb hallt die unheimliche Geschichte der sogenannten Todesklinik von Debrecen bis heute in den Schatten der Stadt wider. Nicht, weil alle grausamen Antworten enthüllt wurden, sondern weil einige der dunkelsten, quälendsten Fragen niemals eine Antwort fanden und sich wie kalter Nebel um diesen verfluchten Ort legen. Ein Jahrhundert des Schweigens hat sich über die sogenannte Todesklinik von Debrecen gelegt, seit ihre Tore sich für immer geschlossen haben sollen. Die Schatten der Vergangenheit verschluckten die Zeugen, ihre Stimmen verstummt. Dokumente sind wie Nebel verschwunden, andere wurden nie dem Tageslicht übergeben. Mit jedem vergehenden Jahr verschwimmen die Grenzen zwischen grausamer Wahrheit und trügerischer Legende mehr und mehr. Historiker murmeln von einer Zeit, in der die Tuberkulose wie ein unheimlicher Schatten über dem Land lag. Hohe Sterberaten waren eine bittere Realität. Und viele der erschütternden Erzählungen könnten im Dunst der Angst, der Gerüchte und der Finsternis jener Ära entstanden sein. Doch selbst diese düstere Erklärung lässt noch immer Schatten unerklärter Fragen zurück. Warum flüsterten verschiedene Familien über Generationen hinweg von den gleichen unheilvollen Erfahrungen? Warum durchziehen dieselben grauenhaften Details immer wieder den Nebel der Erinnerungen? Und warum verweilt die Geschichte des verbotenen Flügels wie ein kalter Hauch über all die Jahrzehnte? Vielleicht sind die geheimen Experimente nur ein Produkt finsterer Fantasie. Vielleicht wurden einzelne Schatten von Vorfällen im Laufe der Jahrzehnte immer weiter in die Dunkelheit überhöht. Oder vielleicht, tief hinter den verwitterten Mauern des abgelegenen Sanatoriums, ereignete sich etwas, dessen Schrecken nie das Licht der Dokumentation erblicken durfte. Genau diese quälende Ungewissheit lässt uns dieser Fall bis heute nicht los. Denn im Gegensatz zu flüchtigen modernen Legenden wurzelt diese Erzählung in einem realen, düsteren Ort. Einem Ort, an dem Menschen in den Schatten der Krankheit qualvoll litten. Einem Ort, an dem der Tod ein ständiger, ungesehener Begleiter war. Und manchmal genügt genau das, ein Ort des Leidens und Sterbens, um aus einer furchtbaren Geschichte einen unsterblichen Mythos zu weben. Heute sind von der Klinik nur noch zerfallende Ruinen und flüchtige, schattenhafte Erinnerungen geblieben. Die einst so stolzen Mauern bröckeln langsam im Zwielicht. Die Natur schlingt sich unbarmherzig um das Gelände, begräbt seine Geheimnisse unter einem grünen Schleier. Doch der düstere Nachhall der Geschichte bleibt bestehen. In den vergilbten Erzählungen, in den unheimlichen lokalen Legenden und in den bohrenden Fragen, die bis heute im Dunkeln verharren und keine eindeutige Antwort finden. War die Todesklinik von Debrecen nur ein weiteres finsteres Kapitel in den Annalen der Medizingeschichte? Oder verbarg sich hinter ihren schattigen Gängen ein grauenhaftes Geheimnis, das niemals das fahle Licht der Wahrheit erblicken durfte? Die grausame Wahrheit mag längst im Nebel der Zeit versunken sein. Doch die furchtbare Legende klammert sich fest an die Nacht. Und vielleicht ist genau das der Schatten, der uns lockt. Der Drang herauszufinden, welche Schrecken sich wirklich in den dunklen Wäldern von Debrecen ereigneten. Wenn dich Geschichten wie diese in ihren Bann ziehen, wenn du bereit bist, tiefer in das Unbekannte vorzudringen, dann abonniere unseren Kanal. Begleite uns auf der Suche nach weiteren ungelösten Rätseln, die im Dunkeln lauern und ihre Geheimnisse nur den Mutigen offenbaren.